Japan ist ein Land des unglaublichen technischen Fortschritts. Und umso erstaunlicher ist es, wie dort Frauen behandelt werden, als ob sie vergessen hätten, in welchem Jahrhundert wir leben. Wir werden darüber berichten, wie Frauen in Japan leben. Über seltsame und sogar wilde Traditionen, soziale Verbote und die berühmten japanischen Stewardessen, wegen denen Männer jahrelang auf die Business Class sparen. Die Hauptreligion in Japan ist der Buddhismus, und nach seinen Grundsätzen wird Frauen keine allzu günstige Rolle zugewiesen. Sie werden für so ziemlich alle Sünden verantwortlich gemacht, und das Einzige, was unglückliche Frauen retten kann, ist die Wiedergeburt als Mann, was nur durch bedingungslose Unterwerfung und strenge Beschränkungen erreicht werden kann. Deshalb wird Japan nicht umsonst als Land der Traditionen bezeichnet. Es gab Versuche, die Dinge zu ändern. Zum Beispiel das Zivilgesetzbuch von 1898, das von Japanern nach französischem Vorbild entwickelt wurde. Jedoch die Rechte der Frau erheblich einschränkte und patriarchalische Familienbeziehungen faktisch legalisierte, indem sie einfach die für Männer erforderlichen Änderungen vornahm. Jahrhundertealte Traditionen bestimmen den Lebensstil einer japanischen Frau, die wie ihre Urgroßmutter die Rolle einer Mutter-Ehefrau, Hausfrau einnimmt. Daher wird einem Mädchen von Kindheit an in vielen japanischen Familien eingeimpft, dass es kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist. Selbst nach der Verabschiedung der Verfassung Japans im Jahr 1947, die besagt, dass Frauen den Männern gleichgestellt sind, leben die alten Traditionen in den Köpfen der Japaner weiter und führen zu den Problemen, über die wir später sprechen werden. Natürlich hat sich der Kult der Männerdienlichkeit aufgrund moderner Strömungen verringert, aber die meisten Frauen lernen immer noch die Teezeremonie, besuchen spezielle Brautschulen vor der Hochzeit und bereiten sich darauf vor, ihr ganzes Leben lang ihren Ehemann zu bedienen. Es mag jetzt wild erscheinen, aber seit der Kindheit werden Mädchen als besonders behandelt und dazu erzogen, auf Entbehrungen vorbereitet zu sein, die sie im Erwachsenenalter erwarten werden. Davon werden wir später unbedingt erzählen. Von klein auf lehren Eltern einem Mädchen, dass das Wichtigste und Obligatorische in ihrem Leben ist, erfolgreich und richtig zu heiraten und ihr ganzes Leben dem Dienen ihres Ehemannes und ihrer Familie zu widmen. Sobald in einer japanischen Familie ein Mädchen geboren wird, beginnen die Eltern systematisch damit, die perfekte zukünftige Ehefrau zu erziehen. Selbst die Wahl einer höheren Bildung für das Mädchen wird mit dieser Aufgabe in Verbindung gebracht. Kann ein Diplom helfen, einen guten Ehemann zu finden? Wenn das Mädchen einen Bruder hat, gewöhnt es sich daran, dass die Haltung gegenüber Jungen völlig anders ist. Die Eltern behandeln ihren Sohn aufmerksamer, respektvoller als ihre Tochter. Erlauben ihm Dinge, die sie ihrer Tochter unter keinen Umständen erlauben würden, und verlangen von ihm nicht dasselbe wie von ihrer Tochter. So gewöhnt sich das Mädchen daran, sich als zweite Klasse zu fühlen, was nach Meinung der Eltern und der Gesellschaft sie dazu bringen wird, ihren Ehemann und Männer im Allgemeinen angemessen zu behandeln. Diese geschieht nicht aus Bosheit, sondern historisch bedingt. Selbst wenn man über die Kindheit der Japaner spricht, kann man sich auf die kindlichsten Dinge konzentrieren, gewöhnliche Cartoons, die wir alle so geliebt haben. In vielen japanischen Zeichentrickfilmen wird das Mädchen immer die Assistentin und Stütze des Mannes sein. Auch dort, wo es scheint, dass die Hauptfigur eine Frau ist. Sie hat entweder einen Mentor oder einfach einen Mann, der sie billigt und ermutigt. Die Mädchen in diesen Serien helfen den Helden. Sie haben alle lange Haare, große Augen, sind perfekt geformt und charmant. Im Grunde genommen wird hier eine ausgesprochen männliche Sicht auf die Bestimmung von Frauen propagiert. Sie sollen gehorsam, gut und attraktiv sein. Aber wenn dies bereits in der Kindheit beginnt, was erwartet dann eine erwachsene Frau, zum Beispiel wenn sie nicht heiratet oder beschließt, wie ein normaler Mensch zu leben? Lassen Sie uns sofort klarstellen, dass es hier keine gesetzliche Verfolgung gibt. Alle Tabus sind das Ergebnis von Traditionen und Erziehung. Frauen sind durch Scham und Missbilligung der Gesellschaft eingeschränkt, die sich an ihr historisches Erbe klammert. Zum Beispiel gilt es als beschämend und unanständig, wenn man dich kauen oder deine Zähne beim Beißen zeigen sieht. In vielen Fällen umgehen japanische Frauen dieses Tabu, indem sie während des Essens in Cafés die untere Hälfte ihres Gesichts mit der Faust bedecken. Oft sitzen Mädchen sogar bei einem Date, einfach mit einem Getränk da, lächeln nett und halten das Gespräch am Laufen, während der Mann isst.
Das kann man übrigens auch in Anime finden, manchmal achtet man einfach nicht darauf, ohne den Kontext zu kennen. Ein bestimmter Dresscode ist ebenfalls ein großes Problem. Haben Sie sich jemals gefragt, warum japanische Frauen fast immer in formlosen Hemden und Jacken, aber gleichzeitig in erstaunlich kurzen Röcken und Absätzen sind? Es gilt als unanständig, wenn ein Mädchen Dekolleté zeigt und ihren Oberkörper entblößt. Dies gilt auch für eng anliegende Kleidung. Es gibt keinen Grund, seine Formen zu zeigen. Aber über Beine wurde nichts gesagt, worauf sich Mädchen voll und ganz einlassen. Über Absätze gibt es eine eigene Geschichte. Jetzt gibt es sogar eine öffentliche Bewegung in sozialen Netzwerken, die die internen Regeln einiger Unternehmen für die Absätze von Frauen aufheben will, in denen Frauen aufgefordert werden, Absätze einer bestimmten Länge zu tragen. Viele Mädchen rennen 12 Stunden lang, so im Büro herum. Ein Mann kann sich kaum vorstellen, welches Vergnügen das ist. Es ist sehr beschämend, wenn jemand herausfindet, dass ein Mädchen in die Toilettenkabine gegangen ist, um das zu tun, wofür diese Kabine gedacht ist. Um das Ziel des Besuchs zu verbergen, spülten Mädchen früher ständig Wasser, um einen Geräuschvorhang zu erzeugen. Jetzt gibt es in öffentlichen Toiletten Geräte, die das Geräusch von Wasser reproduzieren. Es reicht aus, auf die Taste zu drücken. Eine solche Taste finden Sie auch auf intelligenten Toiletten mit vielen Knöpfen. Wir mögen über diese Funktionen lachen, aber in Japan ist dies eine soziale Notwendigkeit. Also gut. Aber wenn eine Japanerin heiratet, was muss sie dann in der Familie tun? Alles und sogar ein wenig mehr. Denn die japanische Gesellschaft lebt nach dem Modell Donzon-yōi. Dieser weit verbreitete Ausdruck bedeutet, den Mann respektieren, die Frau verachten. Für Männer ist es üblich, ihre Frau mit du anzusprechen, was im Japanischen für Unterstellte verwendet wird. Gleichzeitig verwendet die Frau, wenn sie sich an ihren Mann wendet, das höfliche Sie, das gegenüber Übergeordneten üblich ist. Ein verheirateter Japaner ist überzeugt, dass seine Pflicht als Ehemann vollständig erfüllt ist, wenn er seine Frau mit einem Zuhause und genug Geld für den Lebensunterhalt versorgt hat. Im Gegenzug verlangt er von der Frau aus seiner Sicht nur eines: Unterwürfigkeit. Darüber hinaus darf eine japanische Frau keine Jungen, geschweige denn ihren Ehemann, besiegen. In nichts, sei es ein Streit oder ein Videospiel. Eine Japanerin kann sogar beleidigt werden, nur weil sie einen Jungen bei einem Bezirks-Judo-Wettbewerb besiegt hat. Jede japanische Ehefrau muss vor ihrem Mann aufstehen, um ihm Frühstück zu machen und ihm ein Mittagessen für die Arbeit zu packen. Ein Japaner kann 12 Stunden oder länger arbeiten, aber dabei makellos aussehen, sodass auch das Waschen und Bügeln der Kleidung Aufgabe der Frau ist. Auch dem Thema Untreue wird seltsam begegnet. Wenn eine japanische Ehefrau von den Verdiensten ihres Mannes erfährt, wird sie so tun, als ob nichts passiert wäre. Denn im Falle eines Skandals wird sie in den Augen der Gesellschaft und der Familie schuldig sein. Niemand zwingt Frauen in Japan nach der Heirat ihren Job aufzugeben. Sie entscheidet selbst, ob sie weiter arbeiten und eine Karriere aufbauen möchte. Aber eine Japanerin kann sich diese Entscheidung nur erlauben, wenn sie sich nicht um die Familie kümmert. Deshalb lehnen viele Mädchen einfach die Heirat ab und konzentrieren sich auf ihre Karriere, was sich sogar auf die Geburtenrate auswirkt. Aber auch mit der Karriere ist alles sehr schwierig. Lassen Sie uns das genauer betrachten. Eines der am weitesten entwickelten Länder der Welt liegt auf Platz 120 im Ranking der Geschlechtergleichstellung von 156 Ländern. Vor ihr liegen sogar die VAE auf Platz 72, dahinter muslimische Länder. Die japanische Welt war, ist und wird vor allem für Männer sein. Obwohl beide Geschlechter gleich arbeiten, haben Frauen in Japan erst in den letzten Jahrzehnten die Möglichkeit bekommen, auf der Karriereleiter aufzusteigen und Führungspositionen zu erhalten. Aber das ist noch nicht überall der Fall. Frauen und Männer arbeiten gleich, Überstunden, freie Tage und so weiter. Aber die Gehälter der Frauen sind geringer, wie die Statistik zeigt. Fast die Hälfte. Frauen werden selten offiziell eingestellt, sondern bevorzugen Vertragsbeziehungen. Denn im Falle eines Mutterschaftsurlaubs ist dies viel vorteilhafter und es entfallen die Zahlungen für Versicherungen, Rentenbeiträge und andere Subventionen, die Männer erhalten. Es sei jedoch erwähnt, dass es für viele Frauen tatsächlich vorteilhafter ist, bei ihrem Kind zu bleiben, anstatt zu arbeiten. Denn nach 7 Monaten wird die Kinderbetreuung nicht mehr vom Staat gedeckt und die Preise sind einfach astronomisch. Die Hauptkategorie der Frauen mit einer festen Anstellung, von denen es etwa 40% aller arbeitenden Frauen in Japan gibt,
sind Bürodamen mit niedrigen Gehältern und geringer Verantwortung, die sekretariatsbezogene und andere nicht qualifizierte Arbeit für ihre männlichen Kollegen erledigen. Natürlich gibt es auch Frauen, die tatsächlich die Karriereleiter erklimmen, Erfolge erzielen und von ihren Kollegen geschätzt werden. Aber leider ist das System so aufgebaut, dass es für Männer viel einfacher ist, dies zu erreichen. Nun, außer den berühmten japanischen Stewardessen, über die wir am Ende sprechen werden, dort werden Männer nicht gebraucht. Verboten ist es, den kaiserlichen Thron zu besteigen. Selbst für eine Erbin gemäß dem Gesetz des Kaiserhauses dürfen Frauen der königlichen Familie den Thron der Chrysantheme nicht besteigen. Obwohl Prinzessinnen in der Vergangenheit mehrmals den Thron bestiegen haben, wurde beschlossen, diese komplexe Aufgabe vollständig den starken männlichen Schultern zu überlassen. Auch wenn es keine Erben gibt, geht der Thron an Entfernte, Verwandte über, aber über die männliche Linie. Die Bergbesteigung des Omine der Omine-Berg, auch bekannt als Sanjo-Berg, liegt in der Präfektur Nara und ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und einer der 100 bekanntesten Berge Japans. Er liegt in einer heiligen Gegend, die Teil der Pilgerwege im Ki-Gebirge ist. Auf dem Gipfel des Omine-Berges befindet sich der Omine-Sanji-Tempel. Frauen ist der Zutritt zu diesem Tempel verboten, da nach der alten Shinto-Tradition die Schönheit und verführerische Natur von Frauen die Pilger von ihren asketischen Pflichten ablenken. Obwohl Ausländerinnen und Touristinnen durchaus willkommen sind, werden Mädchen mit offener Feindseligkeit empfangen und lokale Damen versuchen erst gar nicht, dorthin zu gelangen. Eine rein japanische Erfindung, die bereits weltweit beliebt ist. Aber Frauen in solchen Hotels nicht besonders gerne gesehen werden. So seltsam es auch klingen mag in unserer Zeit, aber an vielen Orten hängen Schilder mit dem Verbot für Frauen, einzutreten. Ursprünglich waren sie für 2 Arten von Gästen gedacht: Geschäftsleute, die in der Nähe ihres Büros übernachten müssen, um frühmorgens zur Arbeit zu gehen, und für betrunkene Feiernde aus den Vororten der Großstädte, die nach einer durchzechten Nacht in den Bars ihren Zug nach Hause verpasst haben. Beide Kategorien in Japan bestehen ausschließlich aus Männern. Daher haben sich die Hotelbesitzer entschieden, sie vor dem angeblichen zersetzenden Einfluss des schwächeren Geschlechts zu schützen. Es mag nichts Überraschendes sein, aber Frauen ist nicht nur die direkte Teilnahme an einem Sumo-Kampf verboten, sondern auch das Betreten des Rings mit einer Zimmernummer oder das Überschreiten des Dohyo-Rings, sowie die ausschließliche männliche Schiedsrichtertätigkeit. Aus religiösen Gründen, dass Sumo seine Wurzeln im Shintoismus hat. Aber Sie werden sagen, ich habe Frauen-Sumo gesehen. Warum lügen Sie? Ja, es gibt tatsächlich eine Frauenliga, aber sie wird nicht von der offiziellen Sumo-Föderation anerkannt. Das heißt, auf gesetzlicher Ebene ist dies eine illegale Aktivität, die verurteilt wird. Der Dokumentarfilm Jiro träumt von Sushi hat viel Aufsehen erregt, was zu vielen Diskussionen in Japan führte, insbesondere nach den Aussagen bekannter Sushi-Chefköche, dass Frauen nicht als Köche geeignet seien, weil ihre Hände je nach Hormonspiegel während des Menstruationszyklus viel wärmer werden und sie den Geschmack von Sushi beeinträchtigen könnten. Klingt absurd. Aber wenn man sich die beliebtesten japanischen Einrichtungen ansieht, wird man dort keine Frauen unter den Chefköchen finden, selbst nach all dem Aufsehen. Lassen Sie uns auch einige Mythen und Stereotypen untersuchen, die sich ungerechterweise um japanische Frauen gebildet haben. Warum auch immer wir viele japanische Mädchen mit falschen Bissen, schiefen Zähnen und dauerhaften Zahnspangen in Verbindung bringen, ist absolut falsch. Tatsächlich gibt es jetzt einen Trend unter Japanerinnen, Koreanerinnen und einigen Chinesinnen, bewusst zum Zahnarzt zu gehen, um einen der Eckzähne zu krümmen. Sieht ziemlich niedlich aus, im japanischen Stil. Japanische Frauen kochen schlecht. Eher im Gegenteil. Gut und sehr vielfältig. Wie zum Beispiel Suppentöpfe oder Pasta für ein paar Abende. In der aufgehenden Sonne wird Essen fast immer frisch serviert und in kleinen Schalen serviert. Frauen kochen zu Hause einfach eine Vielzahl von Gerichten, ohne sie aufzuwärmen. Japanische Frauen sind verschlossen und nicht taktil. Dies ist ein Irrtum, denn gerade in Japan wurden Liebeshotels erfunden, aufgrund der Notwendigkeit, Zeit alleine zu verbringen und gleichzeitig mit den Eltern zu leben. Viele Kollegen nach 12-Stunden-Schichten kommen auch hierher, um keine Zeit mit der Familie und anderen Problemen zu verschwenden, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Übrigens, ein lustiger Mythos, dass eine Geisha ausschließlich ein Mädchen ist, obwohl die meisten von ihnen das sind,
Aber in der Geschichte Japans gab es auch Männer, die diesen Titel trugen. Sie wurden Taikomishi genannt und waren bis zur Meiji-Ära populär, als sie selten wurden. Aber jetzt kehrt diese Tradition zurück und sie erscheinen wieder. Japanische Flugbegleiterinnen sind längst zur Legende im Internet geworden. Was diese armen Mädchen alles aushalten müssen, nur weil sie einmal einen schweren Flugberuf gewählt haben. Stewardessen aus Japan sind praktisch die Geishas der Moderne. Sie durchlaufen sehr strenge Auswahlverfahren in allen Parametern. Angefangen bei ihrem Aussehen, bis hin zu ihrem Taktgefühl und ihrer Hilfsbereitschaft. Alle, die mit japanischen Fluggesellschaften geflogen sind, erzählen immer begeistert von diesen Frauen, die jede Sekunde ihrer Zeit damit verbringen, den Passagieren zu gefallen. Manchmal artet das sogar in etwas Unanständiges aus. Wenn Sie mit der japanischen Fantasie in Bezug auf Shows vertraut sind, wird Sie das nicht überraschen, aber für viele ist es bereits zu viel. In Japan wurden Unterhaltung für wohlhabende Männer organisiert, bei denen die Mädchen die Männer absolut nackt bedienten. Aber das sind eher Einzelfälle und keine echten Dienstleistungen einer Fluggesellschaft. Wie viele denken. Natürlich finden Sie das nicht in einem gewöhnlichen Geschäft. Im Gegenteil. Bescheidenheit und absolute Taktgefühl. Aber auch hier haben Frauen Probleme. Japanische Frauen bringen oft das Thema Belästigung an Bord des Flugzeugs auf. Dutzende von Fällen wurden dokumentiert, in denen sich nicht die Passagiere, wie man annimmt, sondern die Piloten unangemessen verhalten haben, indem sie den Flugbegleiterinnen anstößige Angebote machten. Mit der Drohung, ihren Job zu verlieren. Im Ergebnis erhalten wir eine ziemlich patriarchalische Gesellschaft, in der es für Frauen nicht so einfach ist, sich selbst zu verwirklichen. Natürlich gibt es Veränderungen und Frauen kämpfen für ihre Rechte, was die japanische Gesellschaft zum Besseren verändert, wenn auch recht langsam. Danke fürs Zuschauen.